Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Tutorials. Und zwar nähen wir Haarbänder für Puppen und auch für Kinder. Die Maße kann man ganz einfach anpassen. Das zeige ich euch gleich. Im ersten Teil haben wir ein Haarband mit Schleife genäht, so wie dieses hier. Das Video dazu findet ihr auch noch in meinem Kanal. Und heute wollen wir diese Variante nähen, also oben so ein bisschen breiter und unten mit Gummizug. Und dazu braucht ihr etwas Baumwollstoff und passendes Nähgarn. Dann so klassisches Nähgummi in der Stärke von 0,5 cm, ein Maßband zum Vermessen des Kopfes, eine Schere und ich habe hier so eine Wendenadel. Ihr könnt es aber auch mit einer normalen Nadel wenden. Das ist auch kein Problem. Oder mit einer kleinen Sicherheitsnadel geht das auch gut. Und wir starten damit, dass wir einmal unseren Puppenkopf vermessen. Ich habe das letzte Woche schon gemacht. Das sind hier 33 cm, also einmal von hinten nach vorne rum. Wenn ihr das Ganze für ein Kind näht, dann findet ihr unter dem Video so eine Übersicht, wie der Umfang von Kinderköpfen ungefähr ist im Alter von 2 bis 8 Jahren zur Orientierung, falls ihr das Kind zum Vermessen gerade nicht vor Ort habt. Genau, und jetzt schneiden wir uns das einmal zu. Und zwar brauchen wir 2 Stücke. Einmal ein Stück hier für den Gummizugteil und ein Stück für den oberen Teil. Und dazu teile ich mir mein Maß durch 3 und mein Kopfumfang war jetzt 33. Das heißt, wenn ich das in 3 gleiche Teile teile, habe ich 11. Und die 11 nehme ich jetzt doppelt, dann komme ich auf 22 und das ist dann die Länge für mein unteres Stück Stoff plus 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, das mache ich 23 cm lang und 4 cm breit. Also Kopfumfang durch 3 mal 2 plus 1 cm Nahtzugabe und das dann mal 4 cm ergibt das untere Stück. Und wenn ihr das für Kinder näht, dann könnt ihr das 5 cm breit machen. Und für das obere Stück nehme ich auch 22 cm, gebe hier aber 2 cm Nahtzugabe hinzu. Das heißt, das ist dann 24 cm lang und 11 cm breit für die Puppe. Fürs Kind mache ich das 22 cm breit. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert und ihr konntet die richtige Größe für euch ermitteln. Und jetzt schneide ich mir das zu. Und jetzt falte ich mir das große Teil einmal in der Mitte der Länge nach und nehme mir das einmal hier entlang der unteren Kante mit einer Nahtzugabe von einem halben Zentimeter zu. Bei dem kleineren Stück falte ich das genauso in der Mitte und nehme mir da auch die untere Kante zu. Und hier am Ende lasst die Fadenenden ein Stück hängen. Die könnt ihr nämlich später dann verwenden, um das Ganze auf rechts zu wenden. Dann ist es nicht ganz so fummelig. Ja, so sieht das jetzt aus. Und jetzt wenden wir uns das auf rechts. Und dazu fange ich an mit diesem dünnen Teil hier und dazu nehme ich hier meine Wendenadel und ihr könnt jetzt auch eine kleine Sicherheitsnadel nehmen oder einfach eine normale Nähnadel und knote mir meine Fadenenden hier an der Nadel einmal fest. Und jetzt kann ich hier mit der Rückseite der Nadel zuerst in meinen Schlauch hier reingehen und das dann vorsichtig umkrempeln. So, und jetzt kann ich mein Fadenende abschneiden. Das große Stück wenden wir jetzt noch nicht auf rechts, sondern erst später. Das habe ich hier im Video falsch gemacht, also lasst euch davon nicht irritieren. Und jetzt schneide ich mir mein Gummiband zu und dann nehme ich wieder ein Drittel des Kopfumfangs, also 11 cm plus 1 cm Nahtzugabe. Also 12 cm. Und die nehme ich hier jetzt auf meine Wendenadel oder auf die Sicherheitsnadel oder was immer ihr habt. Und schiebe mir die jetzt hier durch und das ist ein bisschen tricky, weil das Gummi relativ kurz ist. Das heißt, ich würde mir das hier am Ende einmal feststecken, dann rutscht euch das nämlich nicht rein und dann könnt ihr euch darauf konzentrieren, das durchzufriemeln und müsst nicht noch auf das andere Ende aufpassen. So, dann schaut, dass die Naht hier auf einer Seite verläuft und dass es nicht in sich verdreht ist möglichst. Und steckt euch auch die andere Seite einmal mit einer Stecknadel hier fest, damit auch die nicht wieder reinrutscht. So, und jetzt nehme ich mir hier meinen breiteren Teil und falte mir den einmal so, dass die Naht in der Mitte liegt. Ihr könnt euch das auch einmal bügeln, wenn ihr möchtet. Und schiebe jetzt hier mein Gummiband von oben rein, so dass das genau in der Mitte liegt und die Naht quasi da drauf liegt. Und falte das dann einfach einmal hier nach innen um. Also einmal die rechte Seite nach innen klappen, sodass die hier über dem Gummiband liegt. Und die linke Seite auch.
So sieht das jetzt aus. Und jetzt nähe ich mir hier einmal drüber mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter. So, und jetzt entferne ich mir hier einmal die Stecknadel und fische mir dann das andere Ende vom Gummi hier raus und ziehe da dran. Dann kann ich nämlich das Ganze ganz einfach auf rechts stülpen. So schaut das jetzt aus hier. Und jetzt müssen wir nur noch das andere Ende des Gummis hier einfassen. Und dazu falte ich mir das so auf, dass die Naht genau in der Mitte liegt. Und schlage mir jetzt hier einmal die Kanten nach innen um, auch ungefähr beim Zentimeter. Und jetzt nehme ich mir das andere Ende vom Gummi und schaue, dass das gerade liegt, also dass es nicht in sich verdreht ist. Und lege mir jetzt das Ende vom Gummi hier an die gegenüberliegende Seite. So. Jetzt muss ich meine Nadel ein bisschen umstecken, dass mein Gummi hier nicht wegrutscht. Und stecke mir das hier einmal fest, von oben nach unten. Und jetzt falte ich das Ganze einmal von rechts nach links über das Gummi rüber. Und dann beide Stoffschichten von links nach rechts. Und jetzt falte ich es wieder zurück, von rechts nach links, so dass meine Naht hier wieder in der Mitte zu liegen kommt und meine Stoffschichten so aufeinander gefaltet sind, dass die hier bündig abschließen. Und jetzt nähe ich hier noch einmal knappkantig drüber, um das Ganze zu fixieren. Ja, jetzt habe ich mir das hier abgenäht und jetzt ist mein Haarband auch schon fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Like und abonniert meinen Kanal. Ich poste immer wieder Videos rund ums Puppenmachen und vielleicht sehen wir uns dann ja im nächsten Video.